Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Wenn Sie unbegrenztes Geld, unbegrenzte Technologie und unbegrenzte Zeit hätten, könnten Sie zum nächsten Stern reisen. Die Antwort ist nein. Und der Grund für diese Antwort wird Sie überraschen. Denn was Sie aufhält, ist nicht Ihr Geld, Ihre Technologie oder Ihre Zeit. Was Sie aufhält, ist das Universum selbst. Heute werde ich Ihnen dieses Hindernis, diese Mauer, diese unsichtbare Grenze erklären. Wir nennen diese Grenze die Lichtgeschwindigkeit. Sie können nicht schneller als das Licht reisen. Ja, es ist sehr schwierig und es gibt auch technische Herausforderungen, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, das Universum selbst macht es unmöglich. Menschen denken nicht darüber nach, aber sie akzeptieren es. Einstein sagte, dass die Lichtgeschwindigkeit die kosmische Grenze ist. So funktioniert es eben. Aber das ist keine Antwort, das ist nur das Wiederholen von Worten. Wenn Sie wirklich fragen, warum nichts schneller als das Licht sein kann, wenn Sie untersuchen, was Sie genau aufhält, entdecken Sie etwas so Seltsames, so grundlegend anderes als die alltägliche Erfahrung, dass es alles verändert, was Sie über Raum und Zeit zu wissen glaubten. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht nur eine Geschwindigkeit, nicht nur das Schnellste, sie ist die Struktur des Universums selbst. Sie ist so in das Gewebe von Raum und Zeit eingewoben, dass schneller zu gehen im wahrsten Sinne des Wortes bedeutungslos wird. Es gibt kein schneller als das Licht, es existiert nicht, nicht als reales physikalisches Konzept. Es ist wie zu fragen, ob es eine Temperatur unter dem absoluten Nullpunkt gibt. Ja, auf der Kelvin-Skala gibt es 773 Grad, den absoluten Nullpunkt. Aber darunter gibt es nichts, weil Temperatur die Bewegung von Molekülen ist und Bewegung nicht unter Null gehen kann. Denken Sie an die Lichtgeschwindigkeit als den absoluten Nullpunkt des Universums, aber für Geschwindigkeit. Oder es ist wie der Versuch, in einem Spiel über den Rand der Karte hinauszugehen. Es gibt keine unsichtbare Wand, die Karte endet einfach dort. Die Karte des Universums endet auch bei der Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit definiert Kausalität, definiert, wie Zeit funktioniert, definiert, wie Raum funktioniert. Sie ist keine dem Universum auferlegte Grenze, sie ist eine Eigenschaft des Universums. Raum und Zeit sind keine getrennten Dinge, sie sind nicht unabhängig. Sie sind zu einer einzigen Struktur verwoben, die Raumzeit genannt wird. Und die Raumzeit hat eine Geometrie, eine Struktur. Innerhalb dieser Struktur gibt es einen eingebauten Umrechnungsfaktor zwischen Raum und Zeit. Dieser Umrechnungsfaktor ist die Lichtgeschwindigkeit, nicht weil das Licht etwas Besonderes ist, sondern weil die Raumzeit selbst eine Maximalgeschwindigkeit hat, mit der sich Ursache und Wirkung ausbreiten können. Licht bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit, weil Photonen keine Masse haben. Nullmasselose Teilchen können sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, tatsächlich müssen sie es. Sie haben keine Wahl, sie bewegen sich immer mit dieser Geschwindigkeit. Aber die Geschwindigkeit selbst ist eine Eigenschaft der Raumzeit, nicht des Lichts. Selbst wenn es kein Licht gäbe, wäre das Tempolimit immer noch da. Das ist eine Eigenschaft des Universums selbst. Das mag jetzt philosophisch klingen, aber das ist es nicht. Das ist vollständig physisch, vollständig messbare Realität. Und gleich werde ich das beweisen. Denken Sie es so, Sie haben ein Budget, sagen wir 100 Euro. Dieses Geld können Sie entweder für Essen oder für Unterhaltung ausgeben. Wenn Sie 70 Euro für Essen ausgeben, bleiben 30 Euro für Unterhaltung. Die Summe ist immer 100. Dieses Budget können Sie entweder für Bewegung durch den Raum oder für Bewegung durch die Zeit ausgeben. Die Summe ist immer konstant und dieser konstante Wert ist die Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie auf dem Sofa sitzen, geht Ihr gesamtes Budget in die Zeit. Sie bewegen sich mit einer Sekunde pro Sekunde vorwärts. Aber wenn Sie anfangen zu laufen, geben Sie etwas Budget für den Raum aus und es wird von der Zeit abgezogen. Je schneller Sie sich durch den Raum bewegen, desto langsamer bewegen Sie sich durch die Zeit. Und es gibt ein Maximum. Wenn Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen könnten, bliebe keine Bewegung mehr für die Zeit übrig. Für Sie würde die Zeit stillstehen. Deshalb erlebt das Licht keine Zeit.
Photonen, also Lichtteilchen, geben ihr gesamtes Budget für den Raum aus. Sie geben nichts für die Zeit aus. Das Ergebnis: für sie vergeht keine Zeit. Wenn ein Photon die Sonne verlässt und ihr Auge erreicht, sind aus seiner Perspektive 0 Sekunden vergangen. Für uns 8 Minuten, für es gar nicht. Sie können nicht schneller als das Licht sein, weil sie nicht weniger als 0 Bewegung durch die Zeit haben können. Das ist die Grenze. Das ist die Mauer. Es ist keine physische Barriere, gegen die sie prahlt. Frage selbst, wie schnell sie sich durch die Zeit bewegen, wenn sie schneller als das Licht reisen, hat keine mathematische Antwort. Sie würden rückwärts durch die Zeit reisen, was keinen Sinn ergibt. Sie können keine negative Zeit haben. Sie können Kausalität nicht rückgängig machen. Die Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Jetzt durch das Universum ausbreitet. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der Information reisen kann. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der Kräfte wirken. Sie ist die maximale Änderungsrate. Wenn Sie sich schneller bewegen, verlangsamt sich für Sie die Zeit. Ihre Uhr tickt buchstäblich langsamer und Entfernungen schrumpfen. Der Raum vor Ihnen wird komprimiert. Diese Effekte sind real, sie sind keine optischen Täuschungen, keine Messung. Die Zeit verlangsamt sich wirklich, der Raum schrumpft wirklich. Und der Betrag der Änderung ist genau der richtige Betrag, damit die Lichtgeschwindigkeit für alle gleich herauskommt. Lassen Sie mich das wiederholen. Das Universum passt Zeit und Raum an, biegt sie, dehnt sie, komprimiert sie, um sicherzustellen, dass das Licht für alle immer mit der gleichen Geschwindigkeit reist. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht nur eine Geschwindigkeit, sie ist eine strukturelle Konstante des Universums. Raum und Zeit sind so angeordnet, dass diese Geschwindigkeit für alle gleich ist. Lassen Sie uns jetzt ein Gedankenexperiment machen. Stellen Sie es sich in Ihrem Kopf vor. Sie sind an einem Bahnhof. Sie haben eine Taschenlampe in der Hand. Sie schalten das Licht ein und messen seine Geschwindigkeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Okay, das erwartete Ergebnis. Jetzt steigen Sie in einen Zug. Das ist kein gewöhnlicher Zug, sondern ein Zug, der mit der halben Lichtgeschwindigkeit. Sie schalten die Taschenlampe in Fahrtrichtung ein. Was sagt die Logik? Lichtgeschwindigkeit plus Zuggeschwindigkeit, Gesamtgeschwindigkeit. Also sollten 300.000 Funzel unter mir funzeln. Ich habe einen Fehler gemacht, sagen Sie, und beschleunigen den Zug auf 99% Geschwindigkeit. Sie messen 300.000. An diesem Punkt werden Sie entweder verrückt oder Sie beginnen Einstein zu verstehen. Oder lassen Sie mich ein anderes Beispiel geben. Sie gehen auf einem Laufband, das Band bewegt sich mit 5 km/h, Sie gehen auch mit 5 km/h. Jemand, der von außen zuschaut, sieht Sie mit 10 km/h. Aber das Licht verhält sich nicht so. Das Licht hat die gleiche Geschwindigkeit, ob auf dem Laufband oder daneben. Egal wie schnell das Band ist. Es scheint gegen die Gesetze der Physik zu verstoßen, weil unser alltägliches Verständnis von Physik falsch ist. Richtig ist, was Einstein gesagt hat. Warum? Einstein erkannte, was vor sich ging, und es ist so seltsam, so kontraintuitiv, dass selbst jetzt, mehr als ein Jahrhundert später, Menschen es immer noch schwer haben, es zu akzeptieren. Zeit und Raum sind nicht fest, sie sind flexibel, sie biegen und dehnen sich, um die Lichtgeschwindigkeit konstant zu halten. Wenn sie sich schneller bewegen, verlangsamt sich für sie die Zeit. Entfernungen schrumpfen. Diese Effekte sind real. Die Zeit verlangsamt sich wirklich, der Raum schrumpft wirklich, und der Betrag der Änderung ist genau der richtige Betrag, damit die Lichtgeschwindigkeit für alle gleich herauskommt. An diesem Punkt muss ich ein Geständnis machen. Als ich das zum ersten Mal lernte, sagte ich auch, das ist Unsinn. Wie kann sich Zeit dehnen? Wie kann Raum schrumpfen? Das müssen Meter fern sein, dachte ich. Aber nein, im wahrsten Sinne des Wortes, physisch messbar verlangsamt sich die Zeit und verkürzt sich der Raum. Und gleich werde ich Ihnen die Beweise dafür zeigen. Denken Sie es so? Zeit und Raum sind wie ein Gummiband. Wenn sie schneller werden, dehnt sich dieses Gummiband, verändert seine Form. Und diese Dehnung ist genauso viel mit millimetergenauer Präzision, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant bleibt. Das Universum biegt seine eigene Geometrie, um seine eigenen Regeln zu schützen. Jetzt kommt der noch seltsamere Teil. Wenn Sie versuchen, irgendetwas auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, passiert etwas sehr Seltsames. Je näher Sie der Lichtgeschwindigkeit kommen, desto schwieriger wird es, noch schneller zu werden.
Nicht weil ihnen der Treibstoff ausgeht, nicht weil ihr Motor nicht stark genug ist. Das Objekt selbst widersteht der Beschleunigung immer mehr. Haben Sie jemals versucht, unter Wasser zu laufen? Am Anfang ist es einfach, aber je schneller Sie werden, desto mehr Widerstand leistet das Wasser. Sich der Lichtgeschwindigkeit zu nähern ist genauso. Aber was Widerstand leistet, ist nicht Wasser, sondern das Universum selbst. Und der seltsamste Teil ist, dieser Widerstand geht gegen Unendlichkeit. Bei 99% der Lichtgeschwindigkeit ist die Energie, die Sie brauchen, um sich zu beschleunigen, enorm. Bei 99,9% noch mehr. Bei 99,9% noch mehr. Und um genau 100% zu erreichen, unendliche Energie. Was unmöglich ist. Wir nennen das relativistische Massenzunahme. Je schneller sie werden, desto mehr nimmt ihre Trägheit zu. Es wird immer schwieriger, sie schneller zu schieben, und wenn sie sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, nähert sich ihre Trägheit der Unendlichkeit. Um tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchten sie unendliche Energie, was unmöglich ist. Also kann nichts mit Masse die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Nicht wegen irgendeiner willkürlichen Regel, nicht wegen technischer Einschränkungen. Die Struktur der Raumzeit selbst verhindert es. Licht kann mit dieser Geschwindigkeit reisen, weil Photonen keine Masse haben. Null. Masselose Teilchen können sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Tatsächlich müssen sie es. Sie haben keine Wahl. Sie bewegen sich immer mit dieser Geschwindigkeit. Aber alles mit Masse kann sehr, sehr nahe kommen, 99% der Lichtgeschwindigkeit, aber niemals ganz erreichen. Das Universum wird es nicht zulassen. Warum nimmt die Masse zu? Warum nimmt die Trägheit mit der Geschwindigkeit zu? Weil Zeit und Raum nicht unabhängig sind, sie sind in der Raumzeit miteinander verwoben. Und diese Struktur hat eine eingebaute Maximalgeschwindigkeit für die Ausbreitung von Kausalität. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Jetzt durch das Universum ausbreitet, die Geschwindigkeit, mit der Information reisen kann. Diese Geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit, nicht weil das Licht etwas Besonderes ist. Licht bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit, weil Photonen keine Masse haben. Wenn sie schneller als das Licht reisen könnten, müssten sie rückwärts durch die Zeit reisen, was keinen Sinn ergibt. Sie können Kausalität nicht rückgängig machen. Die Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Jetzt durch das Universum ausbreitet. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der Information reisen kann. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der Kräfte wirken. Sie ist die maximale Änderungsrate. Alles, was existiert, alles, was wirkt, alles, was sich verändert, tut dies innerhalb dieser Struktur. Sie können ihr nicht entkommen, weil es kein Außerhalb dieser Struktur gibt. Dies ist das einzige Universum, das wir haben, und es hat Regeln. Und die Lichtgeschwindigkeit als Grenze ist eine dieser grundlegenden Regeln. Aber woher wissen wir das alles? Woher wissen wir, dass es wahr ist? Die Geschichte geht weit zurück und beginnt nicht mit dem Licht, sondern mit der Schwerkraft, mit Newton, mit der Frage, warum Dinge fallen. Gehen wir ins Jahr 1677. Newton sitzt in seinem Garten. Ob der Apfel gefallen ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber er hat eine Frage im Kopf. Der Apfel fällt. Warum fällt der Mond nicht? Eigentlich fällt er. Newtons Genie war es, das zu erkennen. Der Mond fällt ständig auf die Erde, aber weil er sich gleichzeitig seitwärts bewegt, verfehlt er sich ständig. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie einen Stein horizontal werfen, bewegt er sich sowohl vorwärts als auch nach unten. Richtig? Wenn Sie ihn schnell genug werfen, berührt er beim Fallen nie den Boden, weil der Boden auch vor ihm wegläuft. Genau das macht der Mond. Er fällt auf die Erde, aber die Erde rutscht ständig unter ihm weg. Das war eine enorme Sache. Das war nicht nur eine Theorie, es war eine Vorhersage. Newton nahm eine völlig unabhängige Tatsache, wie schnell Dinge auf der Erde fallen, und verband sie mit einer anderen völlig unabhängigen Tatsache, der Umlaufperiode des Mondes und seiner Entfernung von der Erde. Zwei Dinge, die völlig unzusammenhängend schienen, waren plötzlich durch ein Gesetz verbunden, das Gravitationsgesetz. Es gab keinen Zurück. Newton machte eine Berechnung. Der Mond ist 60 Mal weiter von der Erde entfernt. Wenn die Schwerkraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, sollte die Schwerkraft beim Mond 300-600 Mal schwächer sein. Auf der Erde fallen Objekte 5 Meter pro Sekunde. 5 geteilt durch 300-600 wie 1,4 Millimeter pro Sekunde. Newton berechnete die tatsächliche Bewegung des Mondes. Ergebnis 1,4 Millimeter pro Sekunde. Annäherung an die Erde. Es stimmte genau überein.
Dieser Moment war die Gebet der modernen Physik. Newton blieb nicht dabei stehen. Er erklärte die Gezeiten, warum es zweimal am Tag Gezeiten gibt, warum Planeten in elliptischen Bahnen kreisen. Alles wurde mit einer einzigen Formel erklärt. Aber das Wichtigste war, Newton hatte ein Gesetz gefunden und dieses Gesetz konnte verwendet werden, um andere Dinge zu finden. Einige Menschen dachten, die Erde würde vom Wasser weggezogen. Andere dachten, das Wasser würde zum Mond gezogen. Beide hatten gewissermaßen recht, aber keiner verstand es vollständig. Newton erkannte, was wirklich passierte. Die Kraft des Mondes auf die Erde und auf das Wasser ist in gleicher Entfernung gleich. Aber das Wasser auf der nahen Seite ist näher am Mond als die Erde. Deshalb wird es stärker gezogen. Und das Wasser auf der fernen Seite ist weiter vom Mond entfernt als die Erde. Deshalb wird es weniger gezogen. So entstehen zwei Ausbuchtungen. Eine, wo das Wasser stärker zum Mond gezogen wird. Eine andere, wo das Wasser zurückbleibt, weil die Erde stärker gezogen wird als dieses Wasser. Zweimal am Tag Gezeiten. Tatsächlich macht die Erde denselben Trick wie der Mond. Sie bewegt sich um einen Kreis. Das Zentrum des Kreises befindet sich irgendwo innerhalb der Erde. Die Erde und der Mond kreisen um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Wenn Sie so wollen, wird dieses Wasser auf dieser Seite durch die Zentrifugalkraft stärker nach außen geschleudert als die Erde. Und dieses Wasser auf dieser Seite wird stärker angezogen als der Durchschnitt der Erde. Jedenfalls wurden die Gezeiten erklärt und die Tatsache, dass es zwei am Tag gibt. Viele andere Dinge wurden auch ziemlich klar. Warum ist die Erde rund? Weil alles nach innen gezogen wird. Warum ist sie nicht perfekt rund? Weil sie sich dreht. Deshalb wird der äußere Teil ein wenig nach außen geschleudert und es gleicht sich aus. Warum sind Sonne und Mond rund und so weiter? Als sich die Wissenschaft entwickelte und die Messungen immer genauer wurden, wurden die Tests von Newtons Gesetz viel strenger. Die ersten sorgfältigen Tests beinhalteten die Monde des Jupiters. Durch sorgfältige Beobachtungen, wie sie sich über einen langen Zeitraum bewegten, konnte sehr sorgfältig überprüft werden, ob alles mit Newtons Gesetzen übereinstimmte. Und es stellte sich heraus, dass dem nicht so war. Jahr 1666. Es gibt einen dänischen Astronomen, Ole Römer. Er beobachtet die Monde des Jupiters, notiert ihre Zeiten. Aber es gibt ein Problem. Die Monde erscheinen manchmal 8 Minuten früh, manchmal 8 Minuten spät. Der erste Gedanke: Newton muss sich geirrt haben. Aber Römer war ein sorgfältiger Mann. Er bemerkt: Wenn Jupiter nahe ist, sind sie früh, wenn er weit ist, sind sie spät. Und in diesem Moment versteht er, das Problem sind nicht die Monde. Das Problem ist das Licht. Das Licht kommt nicht sofort an, es braucht Zeit zum Reisen. Denken Sie darüber nach. Römer fand die Lichtgeschwindigkeit, ohne das Licht zu betrachten. Nur indem er Newton vertraute und einer Unstimmigkeit folgte. Ich bringe dieses Thema zu Ihrer Aufmerksamkeit, weil es etwas zeigt. Wenn ein Gesetz richtig ist, kann es verwendet werden, um ein anderes zu finden. Wenn man diesem Gesetz vertraut und etwas nicht stimmt, deutet das vielleicht auf ein anderes Phänomen hin. Und wenn wir das Gravitationsgesetz nicht gekannt hätten, hätte es viel länger gedauert, die Lichtgeschwindigkeit zu finden, weil wir nicht gewusst hätten, was wir von den Monden des Jupiters erwarten sollten. Diese Geschichte ist sehr wichtig, weil sie zeigt, wie Wissenschaft funktioniert. Man findet ein Gesetz, entdeckt mit diesem Gesetz etwas anderes. Das öffnet die Tür zu etwas anderem. Ein Lawineneffekt, der seit 400 Jahren andauert. Und hier wird die Geschichte verrückt. Denn 200 Jahre nach Römer begannen Wissenschaftler, die Lichtgeschwindigkeit sehr präzise zu messen. Und sie entdeckten etwas Unmögliches. Das Licht ist immer, unter allen Umständen, egal wer es misst, gleich schnell. Das widerspricht der Logik. Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Das widerspricht allem, was wir im Physikunterricht gelernt haben. Aber es ist wahr, das sind keine Theorien. Die Technologien, die wir jeden Tag benutzen, basieren darauf. Übrigens sind auch deutsche Physiker an diesen Experimenten beteiligt. Hunderte von Forschern aus Deutschland arbeiten am CERN. Sie tragen dazu bei, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Treten wir jetzt einen Schritt zurück und betrachten das große Bild. GPS. Die Karten-App auf Ihrem Telefon berücksichtigt die Zeitdilatation der Satelliten. Wenn sie das nicht täte, würde die Position jeden Tag um 10 Kilometer abweichen. Ja, das Telefon in Ihrer Tasche verwendet ein Teilchenbeschleuniger am CERN, erreichen Protonen 99 ab und dann. Die Lebensdauer dieser Teilchen beträgt Mikrosekunden.
Sie müssten sterben, bevor sie den Boden erreichen. Aber sie erreichen ihn. Warum? Weil sie sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen und für sie die Zeit langsamer vergeht. Jede Entdeckung öffnete die Tür zur nächsten. So geht es seit 400 Jahren weiter. Und es gibt immer noch ungelöste Fragen. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht nur eine Zahl, sie ist der Schlüssel. Sie ist das, was erschließt, wie Raum und Zeit funktionieren. Sie ist das, was uns zeigt, dass das Universum seltsamer und schöner ist, als wir es uns je vorgestellt haben. Und ein letzter Gedanke. Sollten wir traurig sein, dass wir die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen können? Ich denke nicht, denn diese Grenze sagt uns etwas, das Universum sagt. Ich habe dich bis hierher gebracht, jetzt denke nach. Und je mehr wir nachdenken, desto mehr sehen wir, wie seltsam, wie schön, wie unbegreiflich und gleichzeitig wie begreiflich das Universum ist. Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Mauer. Sie ist ein Spiegel. Sie zeigt uns das wahre Gesicht des Universums. Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, habe ich eine Frage an Sie. Welche anderen Grenzen hat das Universum? Was liegt jenseits von schwarzen Löchern? Ist Zeit wirklich eine Einbahnstraße? Ist das Universum endlich oder unendlich? Lassen Sie uns in den Kommentaren diskutieren. Und wenn dieses Video etwas in Ihrem Kopf bewegt hat, vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht nur eine Zahl. Sie ist ein Satz, den das Universum Ihnen sagt. Jenseits davon ist es anders. Um dieses anders zu verstehen, sehen wir uns im nächsten Video.